Guten Tag, Freunde des gepflegten Leistungssports. Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Heute aus Köln. Ich besuche nämlich meinen Mobility Coach und hole meine neue Warm-Up-Routine ab. Von Leon, bekannt aus Funk und Fernsehen. Richtig. Leon, ich habe dich gebeten, hier eine kleine Warm-Up-Routine zu schreiben Genau. Für Wirbelsäule, Hüfte und Die Schultern. die Schultern, genau. Ja, das ist auch immer so das, was ich ja für einen Weightlifter eigentlich immer als Basis nehme, weil du hast einfach alle Bewegungen, die du trainieren musst. Ne? Und deswegen Schultern, Wirbelsäule, Hüfte, die großen drei, wie ich sie auch immer nenne, habe ich mir ein bisschen was für dich ausgedacht, um einfach so ein bisschen die Muscle-Mind-Connection zu stärken, damit du stabiler bist, damit du aber auch natürlich in die Range kommst, in die du dann kommen musst. Ne? Und ja, womit willst du anfangen? Schulter. Okay, perfekt. Wir nehmen dazu jetzt erstmal ein leichtes Band. Die Übung ist nicht so einfach, wie sie aussieht im ersten Moment. Ich meine, du bewegst ja auch ordentlich viele Lasten, deswegen Schulter ist natürlich auch das beweglichste Gelenk im ganzen Körper und deswegen muss das ordentlich mobilisiert werden. Diese Standard-Physio-Übung, die kennt ja jeder. So. Ja, die kenne ich auch. Das ist aber langweilig. Ich bin kein Physio. Richtig, und das ist total unfunktionell. So, brauchst du in dem Sinne nicht, weil du brauchst diese Über-Kopf-Bewegung und das wollen wir versuchen jetzt zu kräftigen und auch dir da ein bisschen Stabilität zu geben. Also folgendes, du nimmst das Band, gehst erstmal natürlich in die Außenrotationsstellung und dann kannst du das Schwierigkeitslevel erhöhen, indem du weiter von dem Band weggehst. Du bringst es so hin, dass du einen 90-Grad-Winkel hast, so diese Ausgangsstellung, die du kennst. Jetzt bringst du aber deinen Arm nach vorne und achtest darauf, dass auch hier wieder das Ganze parallel bleibt. Du willst Oberarm und Unterarm im 90-Grad-Winkel bestenfalls beibehalten. Das hier wollen wir nicht. Schulter bleibt unten, Außenrotation halten. Handgelenk nicht kompensieren, das ist auch ein Fehler, der sehr gerne passiert. Versuch das in einer Linie zu halten. Von hier drückst du weiter nach oben, bis du über Kopf kommst. Du hältst ein bisschen außen, das heißt die Spannung vom Band bringst du noch ein bisschen mehr auf Zug und kommst dann wieder neben deinen Körper und wieder runter. Hier ist ein tricky Part, weil auch hier wieder diese ganzen Dinge passieren können, weil deine Schulter ist ja schon so ein bisschen ermüdet. Ja? Gehst nach oben, kommst sauber nach unten und hier endest du. Ein letzter Punkt, auf den du achtest, werde ich vielleicht gleich erzählen. Vielleicht sehen wir das, vielleicht auch nicht, ansonsten bemerke ich es gleich nochmal an. Okay, alles klar. Gut. Also ich habe diesen, mache aber nicht diesen. Richtig. Du bleibst. Sondern, du standst auch ein bisschen schräg, ne? Geh hier hoch. Im rechten Winkel. Genau, hier kannst du noch ein Stück mehr Außenrotation. Perfekt. Lass den Arm aber eng. Genau. Okay, das ist schon der erste tricky Part, weil hier merke ich schon, muss ich mich gut konzentrieren, dass ich es überhaupt so hinbekomme. Sehr gut. Richtige Und dann Muskulatur springt an. Drücke ich ihn einfach Nach oben und gehst ein bisschen in eine rotierte Stellung. Okay, das haut schon ein bisschen rein. Ja, die Endstellung, die du letztendlich kennst, von der Hantel, egal ob es beim Jerk ist oder ob es dann beim Reißen ist. Das sieht nicht so, also es sieht ein bisschen leichter aus, als es wirklich ist. Ne? Wie ich es am Anfang gesagt habe. Vor allem, wenn ich jetzt auch wieder zurückkomme, muss ich den Ellenbogen echt und das Handgelenk ansteuern. Sehr gut. Und jetzt wieder bis ganz runter. Wunderbar. So, jetzt arbeitest du natürlich über eine Seite. Du kennst das vielleicht vom unilateralen Training, also wenn du über eine Seite irgendwie was ziehst oder Ausfallschritte machst oder was auch immer, dass man sehr gerne irgendwie auf die Seite rotiert, die man belastet, weil da ist einfach das Gewicht. Ne? Wir wollen aber uns natürlich möglichst gerade ausrichten. Ist ja doof, wenn du schräg unter der Hantel bist. Deswegen versuch jetzt mal darauf zu achten, dass du in die andere Seite ein bisschen mehr Spannung reinbringst und fest bleibst, dass du nicht aufrotierst. Das heißt, Okay, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ich habe jetzt nur links hier. auf die arbeitende Seite geachtet. Ne? Und das ist das, was sehr gerne passiert. Deswegen achte darauf, dass du da einfach fix bleibst. Jetzt ist das, was du mir nicht verraten wolltest, ne? Ja, das ist ein Punkt. Der andere Punkt kommt nämlich dann noch, wenn du nach oben gehst. Das war ein Punkt von 20. Sehr gut, Max. Okay, alles klar. Also ich achte jetzt auf beide Seiten.
Du machst dich hier einfach ein bisschen fest. Ja, so ein bisschen mehr Grundspannung. Nimm raus, Bizeps zeigen, gerade bleiben, Handgelenk. Genau, bleib innen. Und hoch. Sehr gut. Und jetzt willst du aus der Schulter arbeiten. Du siehst, wie oder ihr seht vielleicht auch, wie der Brustkorb hier eher rauskommt. Versuch hier ein bisschen mehr die Rippen innen zu halten, das heißt Bauchspannung beizubehalten. Ja. Atme aus. Wenn du ausatmest, ja, kannst du hier letztendlich auch mehr Rumpfspannung aufbauen. Ja, also arbeite da noch mit der Atmung. Ein kleiner, aber sehr entscheidender Punkt. Also oben ausatmen und während du hochgehst, damit der Brustkorb letztendlich unten bleibt und du weiterhin Spannung im Rumpf hast. Jetzt komme ich wieder runter. Super, perfekt. Und du führst das Ganze wieder zurück. Alter, die knallt. Ohne Scheiß. Ordentlich, ne? Die knallt ordentlich. Meinst du, deine Schulter wird warm? Die ist schon warm. Die war schon nach dem ersten warm. Die brennt förmlich. Ist ganz einfach, weil wir hiermit die Außenrotation stärken, den Serratus, der letztendlich auch dafür sorgt, dass dein Schulterblatt, dreh dich vielleicht einmal seitlich zur Kamera, wenn du den Arm hebst, macht das Schulterblatt so eine aufwärts, so eine Seitwärtsrotation. Laterale Rotation, ist ja egal. Lateinisch brauchen wir nicht, können wir nicht. Deswegen macht einfach diese Seitwärtsbewegung und der Serratus unter anderem mit natürlich der Rotatorenmanschette stabilisiert das Ganze. Und da haben wir jetzt einfach wesentlich funktioneller als nur das Gedönse, ja, weil das brauchst du nicht. Du brauchst das in einer spezifischen Position, die du im Training brauchst. Also ist es auch nicht nur Mobility, sondern auch gleichzeitig Stärkung. Richtig, und das ist ja so, wie ich Mobility... 2 Fliegen, eine Klatsche. Genau, so wie ich Mobility auch beschreibe. Also hohes Bewegungsausmaß über die komplette Range of Motion, plus aber eine Stabilitätskomponente. Genau. Was als nächstes? Hüfte oder Wirbelsäule? Wirbelsäule. Nice, okay. Max, Rückenlage? Ja. Naja, fast. Also, wir gehen ungefähr in diese Position, aber nicht ganz. Genau. Also, wir machen eine Übung wieder etwas anders als so Standard-Mobilisation. Du nimmst fangen wir einfach doch mal beim linken Bein an. Dein linkes Bein, welches du hochnimmst und über dein anderes Bein legst. Also letztendlich einmal hoch auf 90 Grad, ups, und dann legst du das Ganze hier rüber. So. Boah, das ist schon eine super Mobility-Übung. Das kennt der ein oder andere und da ich mir gedacht habe, du bist gerade dabei, beweglicher zu werden für diverse Übungen. Versuch mal das mal drunter zu packen, aber passt das? Oder ist das immer noch zu wenig? Was meinst du? Dass du das ablegen kannst. Ich kann das auch so ablegen. Wir wollen aber Spannung im unteren Bein halten. Das heißt, probier doch mal. Kein Lob, das ich ablegen kann? Das ist ein Applaus. Versuchen wir einfach mal das Ganze hier abzulegen und im unteren Bein Spannung zu erzeugen. Das heißt, du ziehst deinen Fuß an und als würdest du hier was wegtreten. Perfekt. Genau, ja, gut. Max hat halt dicke Quads, das heißt, jetzt hebt einfach der ganze Fuß ab. Ich habe auch ein bisschen O-Beine, deswegen ist es... Ist aber nicht schlimm, leicht Standardfußballer halt, ne? So, jetzt versuchst du, dich erstmal abzulegen mit der anderen Schulter. Einmal, stell dir vor, ich mache den Rückenknacker, Knick-Knack. Ach so, meinst du ablegen? Richtig, sehr gut. Jetzt haben wir 3 verschiedene Punkte. Normalerweise geht man immer nach da und nur hier hin. Das wollen wir aber nicht, wir wollen ein bisschen mehr Dynamik einbauen. Das heißt, wir nehmen einen Punkt, wir haben einen unteren Punkt, wir haben einen in der Mitte und wir haben letztendlich einen etwas weiter oben. Und das gleiche haben wir auf der anderen Seite. Du wirst jetzt gleich die Aufgabe haben, mit dem Arm nach hier vorne zu kommen, zu gelb, über deine Mitte zu greifen, genau, und pack den Arm hier hin. Du rotierst, rotierst, rotierst und dann kommst du diagonal über die Mitte zum anderen gelben Punkt. Also in der Verlängerung, atme aus und versuch hier hinzukommen. Sehr gut, super. Und mein Fuß, also mein Knie bleibt die ganze Zeit auf diesem Richtig. Aufbau. Versuch Spannung zu halten. Ja, das ist das, was wir ja wollen. Genauso wie ich eben mit der Ausatmung gesagt habe,
Rippen rein, versuch das Ganze hier. Also du willst nicht aus der Überstreckung arbeiten, weil das hast du nicht unter der Stange. Ja? Ohne Bauchspannung wirst du das Gewicht nicht bewegen. Du bist hier immer fest. Das heißt, versuch das genauso zu übertragen. Rippen rein, ausatmen, wenn du dich aufdrehst. Okay? Super. Dann gehen wir zu grün, komm wieder über die Mitte zum grünen Punkt. Ein bisschen wie heißt das Spiel, wo man so drehen muss? Twister. Twister, ja. Zu grün. Richtig. Twister ist ein geiles Mobility-Spiel. Ja. Sehr gut. Und du kommst zur gegenüberliegenden Seite. Über die Mitte. Ich weiß immer nie, wo du die Farben hinlegst. Ja. Hier. Haben wir noch ein bisschen Blicktraining, ein bisschen Augentraining mit drin. Wunderbar. Lass mich raten, zu rot. Max Ausgefuchst. kann nicht nur Gewichte heben. Sehr gut, ausatmen. Sehr gut, dann merkst du, okay, wird auf einmal ein bisschen einfacher. Wie lange bleibe ich dann so in dieser Überstreckung? Man versucht das so 3 Sekunden zu halten. Es geht letztendlich darum, dass du mehr die Dynamik einbaust, als einen Stretch zu halten. Und du kommst nach hier unten. Jawohl, genau. Und du merkst, wird schon schwieriger, wenn du jetzt nach hier unten gehst. Mit meiner rechten Hand hier runter. Du drückst einerseits mit der Hand, als auch, dass du selbst versuchst mit dem Bein zu drücken. Sollte wesentlich mehr Spannung hier erzeugen. Sehr gut. Okay, geh noch einmal, alle Punkte einmal durch und konzentriere dich auf die Bewegung. Genau. Und da wir ja wollen, dass er mal beweglicher wird, versuchen wir die Punkte ein bisschen unnahbarer zu machen. Einatmen und ausatmen. Sehr gut, genau, Rippen rein. Sehr schön. Nice. Und zu grün. Jawohl. Andere Seite. Spannung im unteren Bein. Das ist wieder locker geworden. Ja, da ist grün, sehr gut. So, das mit den Farben, das mache ich jetzt einerseits, damit das Video natürlich auch deutlicher ist und um die Bewegung jetzt erstmal zu lernen, anzuleiten. Ansonsten sehr gut. Also ich achte darauf, dass das untere Bein ständig auf Spannung steht, das Bein auf dem Aufbau aufliegt, wenn es weggeht, drücke ich mit der Hand runter. Ja, also du kannst natürlich oben das Ganze versuchen zu halten. Du wirst ja trotz dessen, dass du die Spannung hier oben noch hältst mit der Hand, wirst du ja immer noch mit dem Bein versuchen, unten zu bleiben. Ne? Und ausatmen, wenn ich nach den Farben greife. Genau, richtig. Okay, super. So Max, was folgt als nächstes? Schulter. Ja, fast. Wirbelsäule. Ja, frag mal deine Hüfte meine ich. Ja, genau. Oh, Hüfte. Perfekt. Wir lüften die Hüften. Wir lüften die Hüften. Mein Band wieder weg. Ich weiß, dass du diese Übung auch ohne Band schaffst. Aber ich denke mal, für diejenigen, die jetzt zugucken, Ja, ich bin dabei. werden wir noch eine etwas einfachere Version davon schaffen. Der Backbend, wo du auf Kniestand gehst in den Kniestand. Ja, das ist der Kniestand. Füße sind lang, also nicht aufgestellt, Füße sind lang. Du gehst ein bisschen in eine Außenrotation, das heißt Fußspitzen zusammen. Das ist erstmal ein bisschen einfacher. Dein Becken kippt. Ja, also du willst nicht hier aus dem Hohlkreuz rauskommen. Becken kippt und du machst dich fest. Ja, fest im Rumpf, fest im Bauch, kannst die Arme als Kontragewicht dazu nehmen. Ach, ja. Und Okay, alles klar. Ich weiß, was nicht geht. kommst du runter, du willst aber die Spannung nicht verlieren. Ja, du willst dich nicht hier reinlegen und wie ich manchmal 20 Minuten in der Mittagspause schlafen. Und du bleibst Wer hier kennt's nicht? Ja, du bleibst in der Spannung und kommst wieder nach oben. Ja, und bestenfalls machst du das Ganze dann auf ein paar Wiederholungen. Sollte das zu schwer sein, aber du hast starke Beine, deswegen Ja. lassen wir das gelbe Band einfach mal dort als Dekoration. Kleiner Tipp an dieser Stelle würde ich allerdings sagen, zieh doch deine Schuhe einmal aus. Ach ja, du hast Barfußschuhe an. Richtig. Du bist quasi die ganze Zeit barfuß unterwegs, ne? Genau. Und deswegen sind jetzt gerade Metcons oder so ein bisschen hinderlich, weil sie einfach diesen Heel Das Strike sind haben. Nike Zoom Pegasus 35. Keine Entschuldigung, Ahnung. ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Ich habe mich jetzt geoutet. Ich habe auch nur abgelesen gerade. Okay, also Becken kippen, Bups.
Dabei brauchst du den Kopf nicht nach vorne schieben. Ja, genau. Okay. Spannung aufbauen. Hier kannst du auch noch ein bisschen Spannung reinbringen. Gut. Lässt sich langsam nach hinten. Nimm die Arme erstmal als Kontragewicht. Leute, ohne Scheiß, es passiert gleich was. Und langsam hoch, langsam hoch, langsam hoch. Okay. Mir ist ein bisschen schwindelig. Gut, das hat auch mit deinem Ernährungszustand gerade zu tun. Damit meine ich, du hast lange nichts gegessen. Das war jetzt sehr viel Kontraktion. Instagram und so. Okay, also kann auch sein, dass du die Bewegung nach hinten nicht verträgst. Ja? Deswegen wollen wir gucken, in welchem Ausmaß das für dich machbar ist. Nimm doch einfach mal das Band dazu. Das war schwierig genug. Ja? Am besten du packst es mit beiden. Einzeln, aber so geht auch. So ist Timo. Super. Guck mal, gar keine Probleme. Halte immer noch den Druck der Beine in den Boden. Okay? Und komm wieder hoch. Ja, so meinst du, glaube ich. Ja, perfekt. So ist sie super. Ansonsten kann ich dir nur Also noch ich merke einfach mal... Ultraspannung hier. Aber Ja. das reicht schon, wenn ich es so mache. Dann habe ich dieselbe Spannung. Wir wollen aber ein bisschen eine Dynamik einbauen. Ja? Also eine einfachere Version davon wäre jetzt, dass du hier bleibst, die Arme nach hinten nimmst und einfach nur das Becken nach oben rausschiebst. Okay, das ist auch interessant. Ja? Wäre eine Alternative. Ja? Noch Spannung. Ist gut. Sehr gut. Langsam wieder rein. Wunderbar. Dann wieder nach oben raus. Mach den Rumpf fest. Wunderbar. Und langsam wieder runter. Oh, mir hat gerade irgendwas im USG hat gerade geknackst. Kaputt. Bandscheibe. Die liegt da jetzt. Wieder nach oben. Sehr gut. Okay. Okay, also hat Wie gesagt, eine Abänderung von der Übung. Es ist eine etwas leichtere, ja. An sich ist diese dynamische Variante ein bisschen vorzuziehen vor dem Training, das Ganze nach dem Training, wie du es jetzt gemacht hast. Das ist nach dem Training? Ja, weil das hier ist ja mehr aktivierend, du hast mehr Länge, die du letztendlich kreierst. Du willst ja über einen hohen Bewegungsausmaß Spannung kreieren. Das mit dem Band davor, weil es aktivierend ist, Genau. das, was ich gerade gemacht habe, danach. Richtig. Okay, schreibt euch das in die Ohren. Nicht andersrum. Ja, Also dann haben wir kann jetzt man alles, ne? Schulter, Wirbelsäule Hüfte. und Hüfte. Ja. Gut. Wir können auch Haare machen, aber das ist, glaube ich, dann ein anderes Video. Ne, das ist ein anderes Video. Das war deine Warm-up. Wenn ihr Fragen habt, übrigens, Moving Monkey, also willst du selber nochmal irgendwie was sagen? Ja, ansonsten, pass Englisch auf, kenn ich nie. wir machen einen kurzen Cut. Soll ich das wirklich cutten? Soll ich das wirklich cutten? Nee, das ist wieder da. Product Placement. Vorsicht. Ja, Was steht da eigentlich drauf? das ist für dich. Für mich? Ja. Ich kann da nicht lesen, ne? Es ist egal, es ist ein Bilderbuch. Guck, von Es dir. sind oder einfach es sind noch ganz viele Bilder drin. Guck. Aber Guck mal, die im das Urlaub Monique. oder was? Ja, das ist in Sauber. New York. Deswegen. Ne? Ne? Ihr habt ein Buch rausgebracht. Ja, Okay, richtig. das wusste ich nicht. Ne, deswegen ja. Krass, das Ja, also wenn ihr ein bisschen beweglicher Das ist werden doch wollt, gestellt, das bin ich das ist, du. das ist Photoshop. Ja, klar. Kannst du nicht so einen guten Nee, Spagat das ist machen. Photoshop. Deswegen. Oha, vielen Dank. Ihr könnt mehr über Mobilität zum Beispiel in dem Buch erfahren. Das habe ich zusammen mit Monique geschrieben. Ja. Monique König. Das muss man dann mal kurz Calisthenics einblenden. Mobility. Sie richtet sich gerade auf. Schwenk einmal rum. Hi, das bin ich. Ich habe das mitgeschrieben. Wenn ihr Fragen habt zum Thema 80 Mobilität. Euro. 85. Kommt noch Steuern drauf. Gut, alles klar. Ne? Immer gerne melden. Wenn ihr Fragen habt, Richtig. kann man dir schreiben, kann man dich erreichen? Hast du Social Media eigentlich? Die sozialen Medien, davon habe ich schon mal gehört. Meine Oma hat mir meinen Instagram-Account eingerichtet und deswegen einfach mal @moving.monkey eingeben und ja. Wir blenden es unten ein. Super, dann bedanke ich mich bei dir für die ersten 3 Übungen, Ja, was? die ich natürlich fleißig üben werde zu Hause. Und das war's. Ja. Keep moving, sehr sexy und so. Gebt mir Feedback, wer das mal ausprobiert hat. Falls ich in der nächsten Zeit nicht dazu komme, diese Übungen zu machen, dass ich weiß, okay, einer von euch hat es probiert und für gut befunden. Nee, Spaß, natürlich. Dürft ihr gerne mal drunter schreiben, was ihr davon haltet, ob es funktioniert oder nicht. Ja. Das ist auch für dich gut als Richtig. Feedback. Und ja,
Ansonsten hier drunter kommentieren und ich kommentiere dann mit meinem Kanal und so weiter. War's das? Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch. Hat euch das Video nicht gefallen, war aber dennoch hilfreich, Daumen hoch. Grüßt eure Großeltern, die sollten sich unbedingt mal dieses Buch zulegen und schleunigst Mobility machen, damit man im Alter auch noch schön frisch bleibt. Das war's, bis bald, ciao.